Ein weiteres schönes Brett von Duotone, was wir hier in Kapstadt für euch getestet haben, ist das Duotone SLS Session. Die Down-the-Line-Geschichte. Man sieht es hier von der Outline, es ist insgesamt schlanker gehalten, ist ein bisschen gestreckter im Mittelteil als ein WEM. Auch klar die schlanke spitze Nose mit einem schlanken Pintail, also leicht verrundetes Pintail am Ende. Wir haben hier eine Rockerlinie von 5,6 cm und Abmaße bei dem 5.8er von 1,77 m bei einer Breite von 45,6 cm gemessen. Der Unterschied zwischen dem WEM D-Lab und dem Session SLS, klar, erstmal die Bauweise. Wir haben hier die gleichen Kernmaterialien und wir haben darüber das schon vorher bekannte Korkmaterial, was hier anstelle des Memory Foams bei dem D-Lab dann das spezielle Material ist, was hier die Schläge und die Stöße der Ferse abkönnen muss oder soll. Außenrum haben wir ebenfalls auch ein Inegra Glasgewebe, was sich auch in den letzten Jahren schon als sehr robust, schlagfest und dergleichen erwiesen hat. Zudem ist die Komponente mit dem Harz, die hier verwendet wird, scheinbar gut gewählt, da wir auch bei normaler Behandlung keine Empfindlichkeit auf Crashpoints oder dergleichen feststellen konnten. Vom Shape her haben wir es ja schon mal angesprochen, ausstattungsmäßig auch hier das EVA-Deck im vorderen Bereich ist nicht inklusive. Wir haben immer das Tailpad inklusive auf dem Board fertig aufgeklebt. Das vordere Deckpad muss man sich dazu kaufen oder halt das Brett dementsprechend wachsen. Auch hier wird das Ganze ausgestattet halt mit einem Thruster Finnen-Set, montiert im Surfbox-System. Kleine Madenschrauben, ähnlich wie FCS 1, ist hier das Montageinstrument. Im Unterschied halt zum WEM haben wir hier einen planen Angleitbereich in der Nose, der nur in eine leichte Konkave hineingeht und auch ganz leicht im hinteren Tailbereich als Konkave wieder ausläuft. Die Rails sind noch etwas dünner geshaped als vergleichsweise beim WEM und ebenso stark weich verrundet ins Unterwasserschiff. Schärfe ergibt sich hier in dem Teil kurz vor den Finnen. Also hier ist alles schon mal von den Prinzipien etwas mehr auf Speed und Geschwindigkeit und Grip bei Geschwindigkeit ausgelegt, wenn man die Shape-Details betrachtet. Im Unterschied zum D-Lab WEM haben wir jetzt hier beim Session in 5.8 auch Fußschlaufen-Plugs. Das heißt, wir können an 3 verschiedenen Positionen unseren Stance genauso wie wir es möchten anpassen. Und auch wenn wir hier dem klassischen mitgelenkten Stil folgen, dann ist die Verwendung von Fußschlaufen natürlich angebracht. Dementsprechend, das funktioniert auch dabei sehr gut. Klar sollte sein, dass man bei einem Down-the-Line-Board wie dem Session von Duotone minimale Abstriche gegenüber einem Around-Shortboard in puncto Angleitleistung machen muss. Das liegt im Wesentlichen halt an einer etwas schmaleren Bordbreite, die die Gleitfläche reduziert und natürlich auch der im Verhältnis etwas stärkeren Rockerlinie. Vergleicht man das Ganze allerdings halt mit anderen Boards von anderen Marken, wie zum Beispiel einem Green Room von Core oder einem Tyrant von Slingshot, so sind die Werte hier im guten Bereich. Ebenfalls gut ist das Anwindverhalten, aber man muss auch hier gegenüber den Aroundern einen Schlag mehr einplanen, um wieder ins Line-Up zurückzukehren, nachdem man eine längere Downwind-Session hatte. Insgesamt stabilisieren aber die Finnen gut die seitliche Abdrift oder vermindern die seitliche Abdrift. Und da hier das Volumen in der Nase insgesamt etwas ausgedünnt wurde, muss man von seiner Standposition sich etwas weiter hinten positionieren, um die optimale Leistung zu produzieren. Der Bereich Beschleunigung und Geschwindigkeit ist etwas, in dem das Session für sich erheblich punkten kann. Wir haben hier wirklich eine rasante Beschleunigung
und auch eine wirklich hohe Endgeschwindigkeit, wodurch man natürlich auch weiter voneinander entfernte Sektionen in der Welle erreichen kann. Und zudem bleibt das Board halt auch bei hoher Geschwindigkeit wirklich laufruhig. Von der Drehfreude ist das Aussteuern des Boards in mittleren bis weiten Radien mit einer geringen Kraft möglich. Dabei erlaubt die Bordbreite von 45,6 ein schnelles Rail-to-Rail-Surfen. Möchte man engere Radien sauber aussteuern, so ist eine deutliche Gewichtsverlagerung auf den hinteren Fuß bis zu 70% notwendig. Die durchschnittliche Lastverteilung liegt zu 60% auf dem hinteren Bein und 40% auf dem vorderen Fuß. So lässt sich dann wirklich sehr kontrolliert der maximale Speed dieses Boards auskosten und man hat keinerlei Probleme, dass man in irgendeine Unruhe versetzt wird, weil das Board auch beim Bottom Turn eine wirklich sehr hohe Laufruhe besitzt und durch die dünnen Rails einen schönen Grip erzeugt, was halt strapless sowie strapped wirklich auffällig gut ist. Eine sehr hohe Kontrolle beim maximalen Speed ist doch das Entscheidende, was das Board hier ausmacht gegenüber seinen hauseigenen Kollegen. Von den optimalen Bedingungen ist das Session SLS hier ganz klar für etwas größere Wellen und Side- bis Side-Offshore-Wind gemacht. Klar geht das Ganze auch bei leichten Offshore-Bedingungen mit kürzeren, kabbligeren Wellen, aber da punktet das hauseigene WEM dann deutlich besser. Eine mittlere bis höhere Erfahrung im Bereich des Umgangs mit Directionals sollte hier die Grundlage des Fahrkönnens sein. Dabei ist ein Körpergewicht von unserer Seite aus von 70 bis maximal 90 Kilo bei der 5/8er Länge empfehlenswert. Man muss hier dabei beachten, dass das Board in der Längsachse immer beweglich bleibt und dementsprechend halt eine durchgehende Agilität besitzt. Deshalb ist es halt nicht unbedingt was für einen Einsteiger, auch nicht unbedingt für die sehr leichten Personen. Ansonsten ist das hier ein großartiges Surfboard für schnelles Down-the-Line-Abreiten, wo letztendlich eigentlich nur das eigene Fahrkönnen und das eigene Timing die Grenze dessen darstellt, was hier möglich ist. Erfüllt man die zuvor genannten Parameter und hat einen gleichmäßig kontinuierlichen Zug im Kite und schöne Side- bis Side-Offshore-Bedingungen, so steht einem wirklich extrem kontrollierten Spaß mit hoher Geschwindigkeit absolut nichts mehr im Wege mit dem Duotone Session SLS.